Ähnlich wie beim BYD Seal 6 DMI kommt auch der neue BYD Dolphin G nicht zuerst in China, sondern bei uns auf den Markt. Was es beim G hinter dem Dolphin auf sich hat, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Der chinesische Automobilhersteller BYD bereitet einen Plug-in-Hybrid-Hatchback für den europäischen Markt vor und erweitert damit sein Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen über batterieelektrische Modelle hinaus. BYD-Vizepräsidentin Stella Li erklärte in einem Interview, dass der Dolphin G das erste Modell des Unternehmens sein wird, das primär für Europa entwickelt wurde und nicht von einem Produkt für den chinesischen Markt adaptiert wurde. Das Fahrzeug wird voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen, Berichten zufolge nach einer Europa-zuerst-Rollout-Strategie, ähnlich der des Atto 2 DMI Plug-in-Hybrids, der in Europa vor seiner Markteinführung in China debütierte. Der Dolphin G ist als kompakter Plug-in-Hybrid schrägheck positioniert und wird auf dem europäischen Markt direkt mit etablierten Modellen wie dem Volkswagen Golf GTE und dem Toyota Prius konkurrieren. Er ergänzt den bereits in Europa verkauften vollelektrischen Dolphin und deckt die Nachfrage nach kompakten Plug-in-Hybrid-Schrägheckmodellen im gleichen Segment ab. Stella Li merkte außerdem an, dass Plug-in-Hybrid-Schrägheckmodelle dieser Art in China keine nennenswerte Nachfrage hätten, was BYDs Entscheidung beeinflusst habe, die Entwicklung auf die Anforderungen des europäischen Marktes zu konzentrieren. BYD plant im nächsten Jahr mit der lokalisierten europäischen Produktion in seinem Werk in Ungarn zu beginnen. Die anfängliche Produktion wird den Dolphin Surf und den Atto 2 umfassen, der Dolphin G soll später folgen. In Europa wird der Dolphin G BYDs wachsende Plug-in-Hybrid-Palette ergänzen, die bereits den Seal U DMI, den Seal 6 DMI und den Atto 2 DMI sowie Modelle der Marke Denza wie den allradgetriebenen SUV B5 und den Z9 GT umfasst. BYD hat außerdem Pläne bestätigt, den Sea Lion 5 DMI SUV in Großbritannien auf den Markt zu bringen und eine Plug-in-Hybrid-Version des Atto 3 soll um 2027 eingeführt werden. Optisch soll sich bei der Hybrid-Version des Dolphin nicht besonders viel ändern. Im Wesentlichen ist die äußerliche Erscheinung identisch. Vorne zieht sich wie gehabt eine markante LED-Lichtleiste über die gesamte Breite der geschlossenen Frontpartie. Hinten bestehen die Rückleuchten aus einem durchgehenden Leuchtenband mit einem geometrischen, ineinander verschlungenen Muster. Auch im Innenraum bleibt das Herzstück des Cockpits der 12,8 Zoll Touchscreen, welcher sich per Knopfdruck am Lenkrad oder auf dem Display elektrisch drehen lässt. Das Armaturenbrett ist wellenförmig gestaltet und erinnert an Meereswellen. Die Türgriffe haben die Form von Delfinflossen. Der Kofferraum fasst bisher 345 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1310 Liter erweitern. Ob das beim DMI auch so bleibt, ist noch offen. Der BYD Dolphin G wird erst in einigen Monaten offiziell vorgestellt. Berichten zufolge wird er die Kern-Plug-in-Hybrid-Technologie mit dem Atto 2 DMI teilen, der dem in China verkauften Yuan-Up entspricht. Die Fahrzeugabmessungen werden voraussichtlich etwa 4,3 Meter lang und rund 1,8 Meter breit sein, wodurch er sich genau in der gängigen europäischen Kompaktklasse einordnet. Informationen zum Antriebsstrang zeigen, dass der Dolphin G einen 1,5 Liter Vierzylinder-Verbrennungsmotor in Kombination mit einem vorne montierten Elektromotor verwenden wird. Das System unterstützt sowohl serielle als auch parallele Hybrid-Betriebsmodi. Beim Atto 2 DMI liefert diese Plug-in-Hybrid-Konfiguration eine kombinierte Systemleistung von 193 Kilowatt, einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von etwa 1,8 Litern pro 100 Kilometer und eine rein elektrische Reichweite von etwa 90 Kilometern. Es wurden aber noch keine spezifischen Leistungsdaten für den Dolphin G offiziell bestätigt. Was der Dolphin G beim Launch in Deutschland kosten wird, ist noch unklar. Ihr könnt mir aber unter das Video schreiben, was ihr denkt, wie teuer der bei uns wird. Wie würde euch eine Hybridversion vom Dolphin gefallen? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!